Guten Tag, Nina hier. Hallo, herzlich willkommen beim Ludis Tarot. Hier möchte eine Botschaft raus. Also, ab an die Karten. Durch mit dem klassischen Tarot. Und sage schön, dass du da bist. Schauen wir mal, was die Karten uns sagen wollen. Wir haben den Ritter der Kelche. Hier ist jemand im Namen des Herzens unterwegs, im Namen des Gefühls. Wir sehen einen Menschen mit einem Gewand, also mit einem Wams, wo Fische drauf sind. Ich zeige das nochmal ein bisschen genauer. Fische auf dem Gewand. Und der Blick gerade ausgerichtet. Hier ist jemand mit dem Herzen ausgerichtet. Hier ist auch etwas ins Fließen gekommen. Ich zeige die Karte nochmal. Siehst du diesen Fluss, der hier entlang läuft? Die Gegend ist hier umspült von etwas. Hier ist etwas in Bewegung geraten. Schön, okay. Und hier haben wir die zwei der Schwerter. Hier hat jemand an einer Entscheidung herumgekaut, kann man nicht anders sagen. Also hier hat sich jemand versucht zu entscheiden und beide Möglichkeiten dieser Entscheidung waren sozusagen gleichwertig für diesen Menschen. Und deshalb war es so schwer. Also es war eine lange Zeit schwer für einen Menschen und er musste in sich gehen und wählen zwischen zwei Möglichkeiten, zwischen zwei Gedanken. Kann auch sein, dass es für diesen Menschen sich herausgestellt hat, dass das hier auf die Art und Weise überhaupt nichts bringt und dass dieser Mensch auf die Art und Weise gar nicht weiterkommt und sich gewissermaßen auf den Weg machen muss, ohne genau zu wissen, also ohne genau hier mit dem Verstand zu wissen, mit dem Neokortex abgesegnet zu haben, dass es sich um etwas handelt, wofür er geht. Dass, jetzt habe ich mich voll im Satz verstrickt. Also, dieser Mensch hat verstanden, auf einer anderen Ebene, dass es nichts bringt, auf einer Entscheidung weiter mit dem Verstand herumzukauen und hat sich dafür entschieden, dem Herzen zu folgen und ja, gemerkt, dass eine andere Instanz jetzt Not tut, jetzt besser ist, angebrachter ist. Worum geht's denn? Okay, 7 der Kelche. Hier hat sich jemand in etwas verloren, hier hat sich jemand vielleicht auch in etwas getäuscht, vielleicht eine emotionale Täuschung in dem Sinne, dass ein Mensch einem Gefühl hinterhergejagt ist, einer Gefühlskonstruktion hinterhergejagt ist, wir haben hier wie so ein Regal sozusagen von Dingen, hier sind Auslagen gewesen, hier ist etwas gewesen, was unglaublich überwältigend und anziehend vielleicht oder auch hypnotisierend auf einen Menschen gewirkt hat und die ganzen Möglichkeiten und alles, das hat diesen Menschen eigentlich eher erstarren lassen, also stillgestellt, handlungsunfähig gemacht und da hat sich jemand tatsächlich vielleicht auch einfach überlegt, okay, vielleicht muss ich hier irgendwie meinen Kopf einsetzen und muss mich irgendwie hier aus dieser Situation herausbringen, ständig vor so einer Entscheidung zu stehen und hat sich dann eben auf was anderes besonnen. Sehr wasserlastig. Also hier geht es um das Gefühl, hier geht es um das Herz. Was will denn hier? Okay. Okay, dann haben wir hier eine solcher, also eine dieser Legungen, in denen es vielleicht tatsächlich doch um Romantik geht oder um Begegnung von zwei Menschen. Begegnung von zwei Menschen, die es ein bisschen schwer miteinander haben. Also 7 der Kelche. Hier gab es vielleicht auch auf beiden Seiten Täuschung. Also 2 der Kelche ist ja auch dieses einander gegenüberstehen auf Augenhöhe. Es kann sein, dass diese Dynamik hier, diese Frage mit der Entscheidung, mit dem Kopf, mit dem Herzen, dass das hier auch einfach beide Menschen betroffen hat und die sich genau mit dieser Erfahrung gegenüberstehen. Könnte sein, dass du auf einen Menschen triffst, der einen ähnlichen Weg hinter dir. Mein Gott, was ist denn hier los? Also kann sein, dass du auf einen Menschen triffst, der einen ähnlichen Weg hinter sich hat und quasi ein ähnliches Reisegepäck dabei hat wie du und ihr euch hier darüber austauschen könnt oder hier euch quasi deshalb anzieht, weil ihr euch was zu erzählen habt. Vielleicht ist es auch etwas, was du wie im emotionalen Umgang mit anderen Menschen hast du dich nicht gefunden. Du hast ziemlich viele Dinge gesehen, du hast ziemlich viele auch interessante Dinge gesehen, aber du hast dich nicht gefunden oder du hast nichts gefunden, wo du den Eindruck hattest, boah, hier ist eine Resonanz mit meinem Wesen oder weißt du, was ich meine? Du hast irgendwie vielleicht viel
viel so Momente gehabt von, ja, ist irgendwie, nee, okay, das klingt jetzt ein bisschen hart. Ich sag's trotzdem. Es kann sein, dass du eine Zeit hinter dir hast, in der du versucht hast, dich so ein bisschen selbst in Begegnungen, in Verbindungen hinein zu manipulieren, indem du dir quasi erzählt hast selber, naja, könnte ja auch aus den und den Gründen irgendwie spannend sein. Kann auch sein, dass das hier mehr den anderen Menschen betrifft, es kann auch sein, dass es euch beide betrifft. Aber nehmen wir mal den Fall, dass es dich betrifft. Du hast hier viel zu sehr mit dem Kopf versucht, dich zu etwas zu überreden. Du hast dich versucht, in Verbindungen hinein zu überreden. Und vielleicht bist du auch ein bisschen, sagen wir mal, gutgläubig, immer wieder auf Menschen zugegangen, was ja nichts Schlechtes ist. Du hast dadurch Erfahrungen gemacht oder machst dadurch weiter Erfahrungen. Du bleibst offen und du bist dazu fähig, auf andere Menschen zuzugehen, wenn dich diese Legung meint. Es kann dir aber quasi immer in so Sackgassen geführt haben. Also, dass du in der Begegnung, dass das Herz dir eigentlich nicht richtig aufgegangen ist, aber du versucht hast, dir einzureden, dass es so ist und dir versucht hast, Vorteile vorzuhalten. Und ich habe den Eindruck, das hat dich wirklich in so eine Art Sackgasse gebracht. Also es hat dich in eine Situation vielleicht immer wieder gebracht, in der du irgendwie enttäuscht warst, in der du irgendwie das Gefühl hattest, so richtig ist es das nicht. So. Also es ist halt nie das gewesen. Es ist halt einfach nie eine Situation gewesen, in der du dir diese Frage, ob sich irgendwas lohnt oder ob irgendwas eine gute Idee ist oder was auch immer, überhaupt nicht stellt, sondern ja, eigentlich ist diese Frage, ob sich das lohnt, wenn es um die Liebe geht, vielleicht auch ein bisschen deplatziert. Also, Liebe ist nicht dafür da, sage ich jetzt mal so frei raus. Liebe ist doch nicht dafür da, dass sie unsere Vorstellungen erfüllt, dass man da irgendwie einen guten Job macht, dass man da damit prahlt, dass man damit angeht. Das ist was ganz Intimes, das ist was ganz Schönes und irgendwie auch Heiliges. Das ist nicht dafür da, um irgendwie dargestellt zu werden oder irgendwie im Freundeskreis gut anzukommen oder so ein Scheiß. Das sage ich jetzt mal wirklich, weil es wirklich bescheuert ist, sondern Liebe ist dazu da, um dein Herz zu erfüllen. So nämlich. Okay, einerseits können die 10 der Kelche natürlich eine Hoffnung darstellen und hier in dem Falle vielleicht auch tatsächlich gar nicht so eine falsche Hoffnung, sondern eine, die du dir irgendwie unter diesem ganzen Kladderadatsch bewahrt hast. Oh, okay. Gut. Hier deine halbe Lebensgeschichte rausgefallen. Was zuerst? Das zuerst. Okay. 7 der Schwerter. Hier gab es Rückzüge, hier gab es Situationen, wo du oder ihr beide oder der andere Mensch sich auch zurückgehalten haben mit Gedanken, also wie nicht alles reingebracht haben in eine Situation. Hier gibt es, und das sagt uns natürlich also wir haben die Siebener vor allem, interessant. Also was heißt vor allem, aber die sind hier gerade präsent. 7 der Münzen. Hier gab es Warten, hier gab es Warterei. Hier gab es irgendwie auch das, ich bekomme hier gerade so ein Bild rein, wie jemand schaut sich die ganze Zeit die Dinge an, die man so ausgetauscht hat. Also wie, kennst du das, wenn man die ganze Zeit irgendwie nochmal Nachrichten liest oder irgendwelche Fotos anschaust? Also hier ist auch ein bisschen so eine Nostalgie vielleicht. Hier ist so ein etwas, was man sich konstruiert aus den Dingen, die sichtbar geworden sind, die materiell geworden, also materiell, okay, könnte auch das sein, aber das, was eben zwischen zwei Menschen entstanden ist. Vielleicht hast du hier auch ein bisschen Gegenstände angesammelt von alten Begegnungen, also irgendwie sowas wie, vielleicht nicht nur Gegenstände, sondern auch Sachen, die wie im Inneren. Du hast irgendwo einen Raum in dir, das habe ich, den Eindruck habe ich, könnte sein. Guck mal, ob das zu dir passt, aber könnte sein, dass du hier einen Raum in dir hast und diesen Raum haben fast alle. Also ich glaube, es gibt wenige Menschen, die das die das nicht haben. Aber da du hier wachsen und weiterkommen möchtest, rede ich jetzt mal von dir. Da ist ein Raum in dir. In dem sind ganz viele Artefakte.
in dem sind Erinnerungen, in dem sind Schätze, in dem sind aber auch Dinge, wo du was verklärt hast. Und da sind Dinge, die du nicht sehen wolltest. Da sind Dinge, die vielleicht auch wirklich zum Kotzen waren, die du aber zu einem gewissen Zeitpunkt nicht geschafft hast, als das anzuerkennen, weil du diesen Schmerz nicht erleben konntest oder wolltest. Vielleicht waren die Situationen zu brenzlig, vielleicht war da irgendwas zu überfordernd für dich. Aber es ist hier wirklich, du hast wie so eine, ich sage es jetzt einmal negativ und einmal positiv, du hast hier eine innere Kammer des Schreckens von irgendwelchen Ex-Beziehungen. Und in dieser Kammer des Schreckens sind aber nicht nur schreckliche Dinge, sondern sind auch schöne Dinge. Man muss sich da halt ein bisschen durchwühlen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dadurch, dass du dich emotional hier irgendwie in Bewegung gebracht hast oder etwas dich in Bewegung gebracht hast, wird das aufgerüttelt. Und das ist wie, einerseits könntest du daran festhängen, dir das immer wieder anzuschauen und darin zu schwelgen. Aber es könnte auch sein, dass du, wie dann hier irgendwie auch die anderen Karten zeigen, also irgendwie kommst du damit nicht weiter. Du wendest die Dinge hin und her. Du guckst, was war mir mehr wert als das andere? Wie war das? War das nicht eigentlich toll? Und habe ich hier nicht irgendwas gehen lassen, was vielleicht dir hätte eine schöne Zeit bereiten können? All diese Dinge. Und das ist wieder dieses Kalkulative. Das ist dieses, das ist nicht klug. Es ist tatsächlich nicht klug, an eine Sache so sehr mit dem Kopf ranzugehen, dass man sie betrachtet wie irgendwie ein Jobangebot oder sowas. Oder eine Wohnung, die man sucht oder so. Das ist einfach ein anderer Bereich und das braucht eine andere Herangehensweise und einen anderen Bereich, mit dem man den Dingen zuhört. Es ist ein bisschen wie, du bist auf diesen Mechanismus reingefallen und vielleicht der andere Mensch auch. Und wie gesagt, passiert das allen möglichen Leuten. Das kommt in den besten Familien vor und auch in den schlechtesten. Aber es ist dieses miteinander Dinge auch vergleichen. Also hier haben wir diese unterschiedlichen Höhen. Da geht es um so ein Kalkulieren von, war das besser als das andere oder war ich da besser, stand ich da besser da, habe ich mich da nicht irgendwie besser gefühlt. Es ist irgendwie ein Spiel mit Erinnerungen, habe ich den Eindruck. Es ist, irgendwie kommst du nicht weiter mit der Art und Weise, wie du deine Liebesbeziehungen, die in der Vergangenheit passiert sind, betrachtet hast. Wie du sie erinnerst und was du machst. Irgendwie, das ist wie, du gehst in die innere Kammer des Schreckens, so, ich nenne das jetzt so, betrachtet das ein bisschen mit Humor, okay? Du gehst in die innere Kammer des Schreckens der Ex-Beziehungen und da ist ein Vorraum und in diesem Vorraum passiert halt immer wieder dieser Vorgang. Da spielst du vielleicht auch irgendwie durch. Immer wieder eine Situation, wo sich jemand verpisst hat. Oder immer wieder eine Situation, wo du gewartet hast. Oder immer wieder das Warten. Oder das Miteinander vergleichen von irgendwelchen Dingen. Auch vielleicht dich zu vergleichen mit anderen Menschen, was so ein bisschen in Richtung Eifersucht tendieren könnte. Und du hast irgendwann festgestellt, das ist Kokolores. Damit kommst du keinen Schritt weiter. Und das war aber gut, weil dadurch hast du dich in diesem Raum aufgehalten an einer Stelle, die du vorher noch nicht betreten hast. Und es ist wie, jetzt bin ich aber richtig im Harry Potter-Modus, es ist wie bei Gleis 9 3/4. Du fällst plötzlich durch die Wand und das ist der Moment, wo sich das dreht. Aber du fällst plötzlich durch die Wand und du gelangst in einen Hinterraum, also in einen anderen Raum. Das ist nicht ein doppelter Boden, sondern ein doppelter Raum. Du hast also noch einen unerkundeten Raum in dir, in dieser Kammer des Schreckens. Und da befindet sich was anderes. Da befinden sich halt nicht irgendwie diese offensichtlichen, nicht oberflächlichen, aber offensichtlichen Dinge, diese Erinnerungen, die man halt gerne hin und her schiebt und die man zur Hand hat, sondern es gibt auch Erinnerungen, die uns überhaupt nicht so klar sind und die verschüttet sind, die in diesem anderen Raum verborgen sind. Und du kannst in diesen Raum nur rein, wenn du wartest natürlich und wenn du dich auf den Zauber einlässt, also wenn du es schaffst, rückwärts durch diese Wand durchzugleiten. Dieses Meme von Homer Simpson, wo der durch diese Hecke geht, aber es ist was anderes. Und dieser Raum hat in Bezug auf diesen Vorraum, auf diesen Raum des Offensichtlichen, den Raum auch der Illusion und der Täuschung, eine Sprengkraft. Der sprengt sozusagen die Mauer weg und plötzlich hast du ein riesiges inneres Durcheinander.
Und das ist in diesem Fall gar nicht so schlecht. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, eine innere Unordnung zuzulassen, weil sie auch in Frage stellt, was vorher dich quasi besetzt hat, wo der ganze Kram irgendwie wie so eine Kulisse dir den Blick verstellt hat und davon abgelenkt hat, dass da etwas ist, was noch viel wertvoller ist. Und was auch im Grunde sagt, in welcher Situation du auch immer gerade bist, wenn du in der Lage bist, in der Erinnerung herumzuwühlen, dann hast du eine gewisse Kapazität, dann hast du eine Möglichkeit, auf diese Ressourcen und auf diese Erinnerungen zuzugreifen. Und vielleicht war es damals nicht so. Wir hatten das eben mit diesem, es war vielleicht überfordernd, überwältigend, in irgendeinem Moment sich die Dinge auch vor Augen zu rufen, die auf einer tieferen Ebene schmerzhafter sind und auf einer tieferen Ebene aber auch wertvoll für dich sein können, weil sie dich in die Nähe zu etwas bringen, wo etwas liegt, mit dem du ganz andere Erfahrungen machen kannst, wo Schlüssel sind. Es ist ein bisschen so wie, man muss manchmal so oft ins Klo greifen, bis man den Schlüssel findet. Der ist ganz, ganz tief im Siphon. Und hier habe ich irgendwie das Gefühl, dass das wie der Griff ins Klo, das Missgeschick, der letzte Griff ins Klo, der hat dich so weit verzweifeln lassen an deiner Strategie oder an der Weise, wie du diese Situation erlebt hast, dass du plötzlich merkst, okay, so funktioniert das nicht mehr. Das mache ich jetzt so nicht mehr, es geht nicht mehr. Es führt immer wieder zum gleichen Problem. Es führt immer wieder in die gleiche Scheiße. Und das hat irgendwie dafür gesorgt, dass du etwas aufgeschlossen hast, dass du dich aufgeschlossen hast an der Stelle. Und du hast die richtigen Wünsche gefunden. Du hast dir das auch zurückgeholt. Du hast dir das zurückgeholt oder du holst dir das noch zurück. Also Erfahrungen, in denen du enttäuscht wurdest und du hattest einen gewissen Wunsch, einen tiefen Wunsch. Dann hat das nicht geklappt. Und etwas in deinen Gedanken, etwas in deinem Verstand sagt, okay, es klappt sowieso nie. Das liegt an mir oder die ganze Welt ist gegen mich. Und das ist nämlich dieser ganze Mindfuck, der dann sich in einem aufrüstet und dann halt irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Bilder erzeugt, in denen man sich richtig schön verhängen kann, wo man richtig schön sich verstricken und verwirren lassen kann von sich selber und von diesen Mechanismen, wie das richtige Ding wird von Gedanken umsponnen und wird zu etwas, was leichter ist zu nehmen für den Teil in dir, der die Dinge eben so bewerten will, dass er sie ins Regal stellen kann. So, jetzt haben wir es aber mit der Liebe zu tun. Und das ist verdammt mächtig. Und da werden wir verdammt klein mit unserem Ego vor diesen Sachen. Und es ist wie, da ist noch eine Kraft in diesen Dingen, die du umsponnen, also die einen Teil von dir umsponnen hast. Du kannst da auch nichts für. Also gib dir keine Schuld. Das ist völlig fehl am Platze. Hier geht es ja darum, das zu entwirren und nicht irgendwie einen Finger zu heben. Ich rede jetzt so, wie es kommt. Aber es ist wie dieses Pulsieren der Erinnerung. Das war noch da und das hat sich immer wieder in die Kammer des Schreckens gelockt. Jetzt kommt gejuckt, also es war auch irgendwas, wo du wolltest das nicht, du wolltest da nicht rein. Und vielleicht auch der andere Mensch wollte da nicht rein. Vielleicht ist das wirklich irgendwie ein paralleler Prozess bei zwei Menschen, die sich vielleicht noch nicht kennen oder die sich schon kennen und dann wieder treffen. Aber was auch immer es ist letztlich egal, weil es geht darum, diese Erkundungstour zu machen. Und es ist paradox, du gehst ganz zu dir zurück und du gehst durch gewisse Räume in dir hindurch, kommst auf der anderen Seite raus und da triffst du auf jemanden und das ist so, Alter, was machst du denn hier? So kann es sein. Aber das Entscheidende ist eben durch also du wirst dein eigenes Portal, das ist der Punkt. Du musst nicht darauf warten, dass irgendwo was auftaucht, wie in diesem Videospiel Portal. Das wäre natürlich nochmal ein extra Referat. Das ist natürlich eine interessante Metapher mit dem Videospiel Portal. Aber okay, ich lasse mich jetzt nicht darauf ein, diese Gehirnkirmes weiter, dieses Gehirnkarussell, da steige ich jetzt nicht ein. Dafür bin ich mich bekannt. Du gehst durch dein eigenes Portal, du bist dein eigenes Portal. Dein Herz öffnet sich und es ist nicht, wie du erwartet hast, wie
ich halte hier irgendwie mein Herz jetzt wie eine Stange Zuckerwatte vor mich her und dann macht das jemand anderes auch, so ein bisschen wie das hier aussieht, sondern es geht darum, einen Resonanzraum zu erschaffen. Und der hat damit zu tun, wie das Herz geht auf und es weitet sich, der Raum um dein Herz weitet sich, es wird durchlässig an anderen Stellen, du kannst andere Töne aussenden, du kannst andere Töne empfangen und dadurch weiß ich nicht, wie das mit dem Gesetz der Anziehung ist. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch manchmal irgendwie eine Ausrede, um es sich ein bisschen produktiv schwieriger zu machen und die Komplexitäten irgendwie zu durchschauen. Aber nehmen wir das mal als Resonanz. Ähm, Es kommt darauf an, welche Töne du hören kannst und es kommt darauf an, welche Töne du spielen kannst und was du angenehm findest. Und wenn da ein Mensch ist, der wirklich einen riesen Resonanzraum hast und du bist aber gerade auf irgendeine Art und Weise verbaut und verstellt und es ist ein bisschen kleiner, dann könnte es sein, dass das unangenehm für dich ist. Oder du bist dünnwendiger, dann hast du Angst sozusagen wie bei dieser Opernsängerin oder diesem Opernsänger, den bestimmten Ton singt und dann geht das Glas kaputt. Das sind auch Momente, wo man nicht mit Leuten so gut in Kontakt kommen kann, die halt krass schwingen und andersrum halt genauso. Aber in dem Moment, wo du deine Kapazitäten erweiterst, hast du weniger Interesse an Menschen, die da von dir erschreckt sind irgendwie oder die ergreifen automatisch die Flucht oder du oder was auch immer. Auf jeden Fall kommt das auch seltener zusammen. Die Luft scheint also dünner zu sein, aber du empfängst sowieso die ganze Zeit Liebe. Insofern spielt es gar nicht so die allergrößte Rolle, ob dich darin jetzt jemand sieht. Und jetzt stell dir zwei Menschen vor, die genau in dieser Stimmung aufeinandertreffen. Das ist halt einfach ein Riesenkonzert. So, was haben wir hier? Den König der Stäbe. Hier hat vielleicht auch schon jemand ein bisschen Feuer unterm Arsch. Also hier ist ein bisschen jemand in der Wartehaltung. Es ist wie, hier lodert's und jemand kann nicht weg. Aber das ist gut. Das ist hier auch für irgendetwas gut. Also hier wird etwas aufrechterhalten. Es ist auch die Fähigkeit, tatsächlich die eigene Flamme aufrechtzuerhalten und auf eine Weise auch zu zügeln. Also reden wir jetzt mal kurz von Romantik, hat auch eine ganze Menge damit zu tun, nicht alles sofort herauszuposaunen, sondern auch ein gewisses Spiel zuzulassen, dass man jetzt nicht irgendwie großartig kulturell kodieren muss. Das ist ja in verschiedenen Kulturen auch unterschiedlich. Aber Romantik, was ist das für dich? Könnte vielleicht auch interessant sein. Was ist es, was in dir eine ehrliche Romantik, ein ehrliches Gefühl von Romantik zulässt oder auslöst? Ist es wirklich Hollywood oder ist es irgendwas anderes? Und jetzt meine ich eben genau nicht diese Form von Romantik, wo man das so haben will, wie das in den Filmen ist oder wie das bei der Mama war oder was auch immer, sondern diese Art von Romantik, die real wird, wo du das Gefühl hast, was ganz Wertvolles in der Hand zu haben, wo vielleicht auch ein bisschen überfordernd ist, also vielleicht auch ein bisschen, ne, der Druck steigt, also da passiert auch was und wo aber auch eine Welt aufgeht, also wo du dir wieder Träume erlaubst zu haben oder Möglichkeiten siehst, die du sonst nicht siehst, wo sozusagen dein Zynismus ausgehebelt wird. Das ist auch etwas, was die Romantik kann. Es ist jedenfalls, was auch immer das für dich heißt, dass du darauf stößt. Hier haben wir auch das Portal im Hintergrund. Es ist ein Riesengeschenk. Du erkennst dein Herz als den eigenen Garten und du kannst hier durchgehen oder es lassen. Aber auf jeden Fall ist hier etwas in dir, was wartet und es ist etwas außerhalb deiner selbst, was wartet. Und das kannst du nicht kennen. Das ist halt hinter diesen Hügeln. Weißt du nicht, was das ist? Kannst du nicht sagen. Okay, Konflikte. 5 der Schwerter. Es kann etwas sein, was dich mit gewissen Lebenssituationen in Konflikt bringt, also was auch immer du daraus für Schlüsse ziehst und also was das für dich heißt, wenn du dich in Liebe auf den Weg machst, aus etwas raus, zu etwas hin, in die weite Welt hinaus oder einfach nur in dein Herz hinein, kann natürlich dafür sorgen, dass du auch, wie sagt man's? Es kann sein, dass du etwas zurücklässt. Dass du hier auch, also stell dir das vor wie verschiedene Ich-Bilder, verschiedene Versionen deiner selbst, die du zurücklassen musst. Und diese Versionen selbst, also es ist nicht nur so, dass wir das betrauern, dass etwas geht, sondern es kann uns manchmal auch so vorkommen wie diese alten Versionen, die wehren sich nochmal dagegen. Die bäumen sich auf und vielleicht Menschen, die damit zu tun haben, die daran hängen.
Es ist nicht einfach, etwas abzuwerfen. Aber wenn wir jetzt diesen Prozess uns angucken, der hier möglich ist, ist es das natürlich irgendwie auch wert. Jetzt habe ich hier was abgelegt. Okay. Gut, aber hier haben wir natürlich mit der 8 der Stäbe, also nehmen wir jetzt irgendwie das dazu. Was ist das denn hier? Nehmen wir jetzt zur 5 der Schwerter die 8 der Stäbe und die 7 der Stäbe noch hinzu, dann habe ich hier eher den Eindruck, dass es noch Konflikte geben kann, mit denen man irgendwie wissen muss, wie man damit umgeht. Also es kann sein, dass sich hier Menschen aus Situationen befreien und das halt irgendwelche Diskussionen auslöst. Es kann sein, dass es die inneren Diskussionen sind, die man führt, aber hier habe ich mit den 8 der Stäben schon das Gefühl, dass es auch was ist, was sich in der Außenwelt zeigt. Und es ist hier, also hier muss irgendetwas abgewehrt werden oder hier könnte irgendwas auf einen zukommen, wogegen man sich wehrt. Manchmal ist das auch nicht unbedingt, das ist jetzt ein bisschen mystisch, aber manchmal ist das auch nicht unbedingt etwas, wo man einen direkten Zusammenhang sieht. Es ist einfach nur also irgendwelche Energien, die da drauf abfeuern, die da Zweifel säen. Ist okay. So. Wer das empfindet und wer diese Tiefe von Herzerweiterung erlebt und von Liebe, Romantik und so weiter erlebt es selten ohne eine Gegenkraft. Und diese Gegenkraft ist vielleicht sogar auch ein Stück weit Teil der Romantik. Romantik ist auch nicht immer nur toll, also Romantik oder ist nicht immer nur irgendwie ein bestimmtes positives Bild davon, sondern ein Teil der Romantik ist vielleicht auch ein bisschen Dramatik. Und es kann sein, dass du dich hier dass du dich irgendwie hier traust, vielleicht auch wieder ein bisschen Dramatik zuzulassen. Und wo wir halt, wenn wir auf dem Spiri-Weg sind, so gerne sehr besonnen und irgendwie frei von allem sein wollen, kann es durchaus vorkommen, dass auch wieder sich Geschichten abspielen, wo man denkt, also mein so erleuchtetes Spiri-Ich würde jetzt irgendwie natürlich überhaupt nicht auf sowas reagieren und ist darüber längst hinausgewachsen. Aber es kann sein, dass du einen Teil in dir eingesperrt hast, der auch zu seinem Recht kommen will und der auch leben will. Und da wäre es quasi nicht arrogant, aber es wäre ignorant, das zuzusperren, nur um sich in so einer Erscheinung seiner selbst zu sonnen, also nur um vor sich selber und vor anderen so unglaublich abgeklärt dazustehen. Es ist hier etwas, wo, wenn du dich gemeint fühlst, wenn du dich hiermit in Resonanz fühlst, die Karten davon sprechen, du wächst hier an der Stelle über dich hinaus, indem du es nicht mehr versuchst, indem du ein bisschen auch kapitulierst vor der Kraft, die die Liebe ist und die auf eine Weise auch ein bisschen undurchschaubar bleibt, also die vielleicht eine der größten Mächte ist und eines der größten Mysterien. Und du versuchst hier nicht besser, also der Triumph besteht darin, nicht besser dazustehen, nicht besser dastehen zu wollen, als man nun mal ehrlich empfindet. Und das ist das ist quasi die Power, das ist die Kraft des Ritters der Kelche. Der versteht, dass er unterwegs ist. Und der ist sich überhaupt nicht zu schade, sich hier das Fischschwamms überzuziehen. Also irgendwie. Und hier irgendwie durch die Gegend zu reiten und auch nicht ganz genau zu wissen, ob das Angebot an die Welt oder das Angebot auch an bestimmten Menschen, das er macht, gut ankommt. Aber der ist gut gerüstet, der kann damit leben und der ist auch in Bewegung. Und das ist gut. Und der weiß, wo sein Herz ist und der weiß auch einigermaßen, was da drin ist. Oder der ist zumindest dabei, das zu erkunden. Und das ist eine Art von Größe, die ist eine erweiterte Größe und keine, die sich überhöht. Also etwas ziemlich Fundamentales und ziemlich Schönes. Und auch letztendlich etwas, das den Wert der Begegnung nicht in Abrede stellt. Aus so einem Zynismus heraus oder aus aus einem falschen Überlegenheitsgefühl und aus dem Gefühl, irgendwie was Besseres zu sein, nur weil man sich weil man meint, dass man in der Lage ist, seine Gefühle abzustellen. Häufig um den Preis, diesen inneren verschlossenen Raum zu erzeugen, wo es einiges kosten kann, also in vielerlei Hinsicht einiges kosten kann, wieder diesen Raum aufzuschließen. Und
ja, ein Mensch, der sich nicht zu schade ist, so lange ins Klo zu greifen, bis er den Schlüssel gefunden hat, ist eben auch in der Lage, da wieder etwas zu öffnen, wo etwas rausstrahlen kann, das vergessen geglaubt war. Und das scheint hier sich aufzuschließen, wenn du von dieser Lesung gemeint bist. Alles Gute für dich.